Guten Morgen, ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Donnerstag, 4.9.2025. Die Nacht war ruhig hier auf dem Platz. Ich glaube, alles in allem stehen hier 12 Camper, mehr nicht. Gestern Abend ist noch eine Familie aus Würzburg gekommen. Die waren kurz bei uns, haben ein kleines Pläuschchen gehalten. Die fahren heute auch weiter. Wir auch. Herzliche Grüße an dieser Stelle an euch. Für uns geht's heute nur knapp 2 Stunden, 145 Kilometer weit. Dann haben wir nochmal wieder einen schönen Offroad-Platz, den wir uns rausgesucht haben. Hoffen wir, dass wir da gut stehen können. Angeblich soll es Meer da schon in Sichtweite sein. So, das wäre ja schon mal nicht schlecht, weil Berge hatten wir die letzten Tage wirklich genug. Nicht, dass uns das nicht gefällt, aber wir sind ja auch im Urlaub, um ein bisschen Abwechslungsprogramm zu haben. Also versuchen wir heute schon mal einen ersten kleinen Blick auf das Mittelmeer zu erhaschen. Eine kleine Ergänzung, bevor wir hier natürlich losfahren, müssen wir unsere 20 € noch bezahlen. Dafür marschiert Bärbel gleich mit Alma noch mal eben vorne zum Ticketschalter und im Anschluss haben wir 30 Minuten Zeit. Die sollten reichen, um unseren Wasservorrat wieder aufzufüllen. Der ist... keine Ahnung, vielleicht fehlen 35 Liter, mehr dürfen es nicht sein. Und unsere Chemietoilette werden wir hier direkt noch entsorgen. Dann sind wir für die nächsten Tage gewappnet. Mal gucken, vielleicht stelle ich die Insta gleich auf. Das seht ihr ja dann jetzt hier nach. Unsere Zeit hier neigt sich dem Ende zu. Bärbel ist fleißig, ich habe Wasser angeschaltet. Da unten läuft jetzt schon raus. Wunderbar. Herz, was willst du mehr? Bezahlt haben wir, das ging jetzt um kurz vor 8 schon. Also von daher, alles gut. Die dicke Alma steht auch noch hier rum und guckt sich den Platz nochmal eben an. Naja, denke, Bärbel wird gleich noch 1, 2 Sätze sagen. Wir verlassen diesen wunderschönen Stellplatz mit dieser tollen Parkanlage und fahren jetzt in Richtung Wasser. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass wir diesmal schon einen Blick aufs Wasser erhaschen können. Für uns geht die Reise jetzt weiter. Guten Morgen, ihr Lieben. Auf unserer Reise war das Little Tibet, das Hochplateau, der südlichste Punkt. Wir fahren jetzt wieder zurück in die Toskana und bleiben dort mindestens bis zum 9.9. Ja, genau. Wir sind schon mal wieder in der Toskana angekommen, haben jetzt noch 52 Minuten Fahrt und 58 Kilometer vor uns. Wir gucken gleich mal, ob wir noch mal eine Reservetankstelle bekommen. Nicht dort wir müssten, wie immer, aber wir wissen halt nicht, was uns die nächsten Tage erwartet. Und da gehen wir wie immer gerne auf Nummer sicher und machen dann unseren Dieseltank nochmal voll. So, die letzte Stunde war Bärbel so nett und hat sich auf der Autobahn mit dem DJI Mic 2 rumgeärgert. Wir haben ja hier das Case, da sind 2 Mikrofone drin. Viele von euch werden die Dinger kennen. Bis jetzt oder bis gestern einschließlich alles super funktioniert. Und heute Morgen verbindet sich nur noch eins der beiden Mikrofone mit dem Empfänger, der am Smartphone hier bei uns dran ist. Manuelles Koppeln hat nichts gebracht, wieder in die Ladestation reinlegen hat nichts gebracht. So eine Nummer ist immer höchst ärgerlich, wenn die Technik nicht funktioniert. Jetzt haben wir halt gerade nur noch ein Mikrofon. Das funktioniert, da müssen wir mal gucken. Ich versuche nachher, wenn wir angekommen sind, mich dann nochmal eben drum zu kümmern. Vielleicht kann ich ja nochmal ein Firmware-Update bei dem anderen machen oder bei beiden Mikrofonen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sowas ist immer unnötig, lästig, weiß ich auch nicht. Also braucht man das? Nein. Ja. So, also die Technik soll einen unterstützen und begleiten und das Leben einfacher machen und nicht noch dafür Sorge tragen, dass man mit der Technik, die jetzt ja auch nicht günstig ist, noch mehr Probleme hat. Also nervt ein bisschen.
Griff kriegen, kümmere ich mich gleich mal drum. Bärbel steckt eben das Kärtchen rein. Nummer 4 haben wir. Und dann können wir tanken. (1,61,6) für den Liter. Und hier auf der Tankstelle sind quasi 3 Bahnen, wo man tanken kann. 2 davon sind mit Service. Das kostet dann 15 Cent pro Liter Aufpreis, wenn man sein Auto tanken lässt. Und eine Station, wo wir sind, ist dann jetzt mit Self-Tanking. So, das gute Zeug läuft. (1,61,9). Hier am Schild war 1,61,6 ausgeschildert, aber gut. Ist das mal so. Mal gucken, wie viel Liter reingehen. Da oben seht ihr Self-Service. 39,68 Liter, 64,24. Bärbel hat noch eben eine Quittung geholt. Ach, unsere Dame hat es sich auch wieder bequem gemacht. Gut, dann geht's weiter für uns. Und wieder einmal Felder voll mit Solaranlagen. 5 Minuten, 1200 Meter bis zum ersten Versuch, einen Stellplatz zu kriegen. Ja, da schleifen schon wieder die Olivenbäume am Lack. Ist es nicht schön? Was haben wir denn hier rechts? Tomaten? Waren das mal? Sind das? Das oder? sind Tomaten. Das sind Tomaten. Wenn du das festhältst, schwenke ich mal rüber. Bärbel schwenkt mal eben kurz rechts rüber. Aber das sieht ein bisschen traurig aus, das Tomatenfeld. Dafür haben wir gerade auf der Schnellstraße SS 312 oder wo wir jetzt waren, 2, 3 riesen LKWs gesehen. Die waren randvoll mit Tomaten. Sind aber doch ein paar mehr als bei Mutti im Garten. So, einmal rechts abbiegen. Ja, ein bisschen Bodenfreiheit kann hier nicht schaden. Aber das ist ja für uns kein Problem. So, jetzt geht es quasi nur noch hier geradeaus hoch. 800 Meter noch. Und dann gucken wir mal, ob wir da oben einen schönen Platz finden. Vielleicht sogar leicht schattig. Bäume sind ja da genug. Und schön wäre auch wieder, wenn es nicht privat ist. Also wenn wir Ja, wenn da wieder irgendwas mit privat steht oder was, dann war es das. Aber wir haben hier in der Gegend noch 2 andere Plätze rausgesucht. Das ist immer auf Google Maps, sieht die Sache immer schön aus oder man kann optimistisch sein, wenn man da die Satellitenansichten hat, aber vor Ort sieht die Welt stellenweise ganz anders aus. Gut, muss man ausprobieren, hilft nichts. Hier laufen die ganze Zeit irgendwelche kleinen Salamander, Geckos oder was auch immer durch die Steinchen, von links nach rechts in die Wiesen und ganz schön flink, die Kleinen. ja, 500 Meter haben wir noch. Oh, da sehe ich das schon wieder. Es gibt noch schon wieder Baumkontakt hier, die Nummer. Ah. Junge, Junge, Junge. Irgendeine Farm noch oder was? Ja, Tomaten. So, es wird ein bisschen holpriger hier und ein bisschen zugewachsener. Wow, 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 wow. Hier nehmen wir sicherheitshalber den ersten Gang. Da haben wir ein bisschen mehr Gefühl. Jo, also Bodenfreiheit sollte man hier durchaus ein bisschen haben. Jetzt fahren wir hier quasi bei den Leuten vom
Hof vorbei. So, weiter geht's. Hier rechts hoch. Gucken wir mal. Ja, ohne Bodenfreiheit braucht er das hier nicht zu probieren. Das sieht vermutlich wieder entspannter aus, wie es wirklich ist. Und wieder Sträucherkontakt links und rechts an der Karosserie. Aber gut, wir kennen es ja jetzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier oben die Stelle belegt ist, glaube ich, relativ gering. Oder wie siehst du das? Sieht sehr einsam aus hier, ja. Ja, jetzt wird es nochmal richtig steil. Gut. Erste Gang haben wir drin. Jetzt kann der Allrad mal zeigen, was er drauf hat. So, hier fliegen die Klamotten aus der Schränke. Oh, was? Ah, unser Brot kommt runter. Ja, so ist es. Gut, wir sind gleich oben. Ja. Also, klare Empfehlung, ohne Allrad, lasst es sein. Lasst es einfach sein. So, wir sind oben. Hier können wir uns, glaube ich, ein Plätzchen aussuchen. Das ist doch gar nicht so scheiße. Nimmst du dir mal das Mikro? Ich nehme mir mal eben das Mikro. So, ich finde, hier kann man durchaus mal stehen. Ich fahre mal hier rum. Hier steht auch nichts von privat. Nee, Hier sieht doch gut aus. Hier ist Schatten. lieber hier oder lieber da? Da. So vorwärts rein? Ja. Dann gucken wir doch mal. Zack, zack, zack. Hier haben wir sogar noch ein kleines Tischchen. Müssen wir nur mal gucken, wie gerade wir gleich hier stehen. Fühlt sich nämlich im Moment nicht so an. Oder lieber da. Da sieht man gerade Ja. aus. Oder? Ja. Das hat man gerade hier nicht so gesehen. Ja. Das sieht was gerade aus da hinten. Ja, das ist besser. Die Alma ist auch mal wieder wach. Da können wir mit Sicherheit... Oh, ich glaube, wir haben mehr Blick. Wo denn? Ah. Ich habe die Brille auf und sehe es nicht, Leute. Was ist hier los? So, sind wir erstmal da. Ich gefühlt immer noch zu schräg. Ich glaube, wir müssen Ist da das, hinten. Das meinst du, ne? Ja, da hinten. Versuch mal eben. Zack. Brot in der Hand. Da ist das Meer. So, wir parken mal ein. Die Drohne geht mal wieder in die Luft. Ihr seht das Städtchen Ansedonia mit Blick auf die Playa del Can, Poggio Pertuso und Porto Ercole. Die Toskana ist quasi überall schön. Wir haben hier oben einen richtig schönen Ausblick. So, Problem gefixt. Beide Mikros sind wieder mit dem Empfänger verbunden. Der TX1 hatte Probleme. Das ist der kleine Scheißer hier. Firmware-Update hat er natürlich nicht gemacht, weil die entsprechende Firmware schon drauf war. Also es gab nichts Aktuelleres. Ich habe es probiert. Werksreset kann man wohl nur beim Empfänger machen. Trick 17 war jetzt, ich zeige euch das kurz, ich führe es nicht nochmal durch, aber dann wisst ihr, falls ihr das auch habt, ihr macht die Klappe auf und entweder der oder der sind verbunden und nicht so wie hier beide Mikrofone. Ja? Dann nehmt ihr den raus, der sich nicht verbunden hat, schaltet den ganz normal ein und drückt dran hier die Aufnahmetaste so lange, bis diese grüne Status-LED nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft an ist. Dann einfach zurück ins Case und schwupp sind wieder beide verbunden. Also, aber warum der die Connection verloren hat, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Gut, Problem behoben, dann können wir wenigstens auch wieder anständige Tonaufnahmen für euch machen. Multikulti-Mittagssnack. Ein schönes Sesambaguette aus Italien
mit einer leckeren Salami aus Frankreich, aus den Westalpen. Im Übrigen aus der Fromagerie, die wir euch vorgestellt haben. Wir stehen hier bei knapp 30 Grad, also 29 sagt die Wetter-App, 27,7 glaube ich. Unser Innenthermometer, was wir hier drin haben, ich blende euch das hier mal kurz ein. Und eins muss ich sagen, wir haben Wasser im Kühlschrank. Das ist so kalt, das tut schon fast beim Trinken weh. Ja? Ich liebe Kompressorkühlschränke. Nie im Leben möchte ich einen Absorberkühlschrank haben. Stromverbrauch hin oder her. Wobei, ganz ehrlich, der Stromverbrauch ist heutzutage gar nicht mehr so groß von den Kompressorkühlschränken. Also wir haben jetzt die ganze Zeit, wo wir unterwegs sind, das ist jetzt, ich glaube, heute ist der 14. Tag, kann das sein? Noch nicht ein einziges Mal Landstrom benutzt oder nachladen müssen, wie rum auch immer. Also wir haben nur dieses 120 Watt Solarpanel. Klar, jetzt ist Sommer, wir sind im Süden und so weiter und so fort. Hier knallt die Sonne, alles gut. Aber wir werden natürlich auch Herbst, Winter auch noch ein paar Touren unternehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Energieversorgung dann aussieht, wenn wir uns nicht mehr on top auf Solar verlassen können. Stand jetzt, Kompressorkühlschrank, eine wahre Wonne. Wir haben heute mal angefangen, einen Kassensturz zu machen und haben unsere Ausgaben in Kategorien aufgeteilt. Das ist unter einem Tanken, Lebensmittel, unsere Übernachtungen und Souvenirs. Und am Ende dieser Videoreihe werden wir das alles genau aufgliedern und euch sagen, was wir für diesen Urlaub ausgegeben haben. Ja, ihr Lieben, heute wieder was gelernt. Beim Umdrehen im Camper muss man aufpassen, ob nicht noch irgendwas auf dem Tisch steht. Ja, grandiose Leistung von mir. Seht ihr hier. Bärbel durfte dann auf allen Vieren meine Misere wieder beseitigen. War grandios heute. Egal, der Salat hat danach trotzdem noch geschmeckt. Gut, dass wir vorher alles sauber gemacht haben hier. Darf man keinem erzählen, die Nummer. Das dazu. Dann, man soll es nicht für möglich halten. Wir haben ja Urlaub, logischerweise. Und stellen uns morgen mal für 6 Uhr den Wecker. Ich glaube zwar, dass ich dann schon wach bin, aber nichtsdestotrotz, wir wollen auf gar keinen Fall morgen später wie 7:45 hier losfahren. Denn wir haben einen Termin morgen. Wir haben uns im Urlaub einen Termin gemacht, zu dem wir besser erscheinen. Ja? Vielleicht gibt es morgen früh einen kleinen Spoiler. Zum Abend hin nochmal ein ganz kurzer kleiner Blick auf das Mittelmeer. Guckt euch das mal an. Da ist das Mittelmeer. Und da steht unser Dexter. Unfassbar, was wir wieder für ein Glück haben. Dexter, Mittelmeer, kurz vorm Sonnenuntergang. Gut, kein Vorteil ohne Nachteil. Hier müssen wir morgen auch wieder runter, das ist mal klar. Aber bekommen wir schon hin. Schlaft gut, erholt euch gut. Morgen geht's weiter in diesem Video. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht. Abgesehen von so 4, 5 Plagegeistern, Mücken genannt, die haben uns ein bisschen um den Verstand gebracht. Aber wir sind ja vorbereitet. Riesen Elektromückenklatsche. Aber ein paar haben halt trotzdem bis heute Morgen durchgehalten und sich an uns bedient. Da hinten ist Sonnenaufgang. Wir waren beide gerade duschen. Ja, sehen wieder aus wie Menschen. Naja gut, rasieren könnte ich mich wieder, aber wir können unter Menschen. Denn da müssen wir heute auch irgendwie hin. Da fahren wir gleich runter. Wenn wir versuchen einzufangen, wie steil das hier in Wirklichkeit ist. Das ist nämlich echt nicht ohne. Und das wird nachher auch ganz schön im Auto rumpeln. Eine Strecke ein bisschen ablaufen. Ja, mal schauen. Heute geht es auf in ein neues Abenteuer und wenn ihr mögt, ich nehme euch mit. So, ich versuche das jetzt mal hier einzufangen. Auf 800 Meter folgen.
Alma begleitet mich auf Schritt und Tritt. Müssen wir beide auch aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Huch. Und die kleinen Vampire hier. Gutes Haus verliert nichts. Wir haben unsere Windpuschel wiedergefunden. Aha, die waren in unserer Kabeltasche von iPhone, iPad und Co. drin. Wir fahren hier gerade schön an einer riesigen Pinienlandschaft vorbei, die uns quasi nur 700-800 Meter vom Mittelmeer trennt. Also jetzt fahren wir da eine ganze Zeit lang noch vorbei oder dran vorbei, parallel dazu. Wir haben jetzt noch 1 Stunde 10 Fahrt, 106 Kilometer, sind auf der SS1, die wohl Teil von der E80 ist. Der europäischen 80er, weiß ich nicht was, Autobahn da, die ist hier aber auch mautfrei. Es gibt halt schon so ein paar Strecken in Italien, die man auch mautfrei ein bisschen zügiger fahren kann. Hier ist jetzt zum Beispiel 90. Auf anderen Strecken hat man dann 110, dann kommt man halt schon ein bisschen voran. Das hört hier nicht auf mit den Pinien, die sehen alle sehr, sehr gepflegt, geschnitten und getrimmt aus, wirklich schön anzugucken. Flächendeckend da hinten, ne? Ja, ist alles zu. Also ich meine, die bieten natürlich mit ihren riesen Kronen auch Schatten ohne Ende. Ja? Wirklich schön. Was sagt denn die Temperatur heute Morgen? Jetzt haben wir 18 Grad. Wir haben wie viel Uhr? 7:54 Uhr. Also soll heute hier in der Region, wo wir jetzt genächtigt haben, 31, 32 Grad werden. Gestern hatten wir nur 28 oder 29. Hat aber auch gereicht. Ja. Ne? Also ich meine, war eine trockene Wärme, war einigermaßen auszuhalten. Trotzdem waren wir froh, dass wir heute Morgen mal kurz unter die Dusche springen konnten. Ganz genau. Vermutlich, ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, haben wir die Ursache für unser Mikrofonproblem gelöst. Wobei ich mir das technisch noch nicht ganz erklären kann, aber vielleicht könnt ihr mir das erklären und in die Kommentare reinschreiben, falls ihr mit dem DJI Mic 2 ähnliche Herausforderungen hattet. Ich gehe ab und an her, zum Beispiel wenn die Drohne in der Luft war oder wenn wir ein paar Bilder einblenden, dann mache ich so eine, ich sag mal, Nachvertonung. Ne? Also beim Video, so wie jetzt, da haben wir ja Bild und Ton auf einer Spur, mehr oder minder. Und wenn ich die Drohne in der Luft habe, dann hat die natürlich kein Mikro. Also schnappe ich mir dann eins von den beiden DJI Mic 2 und mache dann eine manuelle Aufnahme, schließe das Mikrofon dann per USB-C am iPhone, am iPad, in der Regel am iPad an und hole mir dann die Audiodatei vom Mikrofon aufs iPad und binde die in das Video mit ein. Und wenn ich das gemacht habe, verbindet sich danach das Mikrofon nicht mehr mit dem Empfänger. Dann muss ich hier diesen Trick 17 machen, mit Anschalten, dann Aufnahme drücken, gedrückt halten am Mikrofon und dann wieder in die Ladestation reinklicken. Mache ich da irgendwas falsch? Habt ihr da irgendwie einen anderen Workaround oder woran liegt's? Wir haben ja bereits schon erwähnt, dass es noch eine Überraschung gibt. Ich wollte da jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Der Weg führt uns jetzt nach Piombino. Später mehr. Wir sind in Piombino angekommen. Bei herrlichem Wetter. 23 Grad und haben jetzt noch 3 Minuten 1,1 Kilometer zu unserem vorläufigen Ziel. Habt ihr Google mal bemüht, Piombino, was wir denn da wohl wollen können, warum wir da hinfahren? Oder lasst ihr euch überraschen? Die beiden Damen gehen noch mal eben kurz auf eine kleine Pipi-Runde. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind zu früh. Gut, war vorhersehbar bei unserer Zeitplanung, aber besser zu früh wie zu spät. Ja, Katze ist aus dem Sack, oder?
Wir stehen am Fährterminal in Piombino, um die Fähre nach Elba zu nehmen. Die haben wir gebucht, das war unser Termin für heute, 11:45 Uhr. Jetzt sind wir hier schon angesprochen worden, auch von einem deutschen Pärchen, welche Fähre wir denn nehmen und welche Linie, also hier Fahrspur wir denn da nehmen müssen. Keine Ahnung, Bärbel geht jetzt mal rein und klärt das. Angeblich ist die Fahrspur 1 für die 10:45 Uhr Überfahrt. Hello. Sorry, geht's weiter. Wir sind gerade freundlich angesprochen worden. Wir mögen doch unseren Camper ein wenig umstellen und nicht so diagonal, also falsch in den Parkbuchten parken. Wir würden da zu viele Parkplätze mit blockieren. Hier ist zwar nicht so wahnsinnig viel los, aber gut, er hat natürlich recht, dafür sind die eingezeichnet. Wir haben uns jetzt mal hier herdentiermäßig an die anderen Camper angeglichen und haben uns genauso hingestellt, war nicht richtig, ist egal. Also hier für 2 Stunden können wir hier noch stehen. So, Bärbel ist jetzt mal reingegangen und checkt mal, ob wir unsere Fährüberfahrt von 11:45 Uhr nach 10:45 Uhr vorverlegen können. Das geht online nicht mehr, weil unsere Hinfahrt, logischerweise, geht ja heute weniger als 48 Stunden in der Zukunft liegt. Sonst hätten wir es digital noch machen können. Für die Rückfahrt könnten wir die Uhrzeit jetzt noch ändern, wollen wir aber nicht. Die haben wir eben morgens gebucht. Wir haben heute 11:45 Uhr bewusst ausgewählt, weil wir ja nicht wussten, wie schnell kommen wir hier hin und wie gut kommen wir durch. Also besser safe than sorry, würde ich sagen. Und na Gott, wenn es halt nicht funktioniert mit der Umbucherei, dann ist das auch kein Beinbruch. Dann warten wir halt noch ein halbes, dreiviertel Stündchen länger, bis wir uns hier einreihen können. Und wenn es geht, ist halt super, dann ist es auch gut. Ja, also Bärbel ist auf dem Weg. Mal gucken, was sie gleich sagt. Da kommt die liebe Bärbel auch schon. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Komm mal was näher, bisschen lauter. Wir haben die Mikros nicht an. Hallo. Hallo, also ich war jetzt selber nicht am Schalter. Ich habe die beiden hinter uns gerade noch angetroffen und gefragt. Da wird nichts umgebucht, gar nichts. Wir sollen einfach mit dem Ticket, wie wir es haben, um 10:45 Uhr an Line 1 fahren und dann machen die alles vor Ort. Okay. Also da wird nichts am Ticket hier irgendwas umgebucht oder im Computer eingegeben, gar nichts. Einfach nur in die 1 statt in die 2 einreihen und den Rest machen die dann vor Ort. Na, das ist ja gut. Kostet keinen Aufpreis, gar nichts. Ja, dann lass uns das doch um 10:45 Uhr machen, oder? Ja. Jetzt haben wir 10:05 Uhr, warten wir noch ein Viertelstündchen. Dann gehe ich mit der Alma noch mal eben hier Genau, und dann sind wir halt eine Stunde eher auf Elba. Sind wir doch nicht böse drum, oder? Nein. Genau, dann reihen wir uns hier hinter dem anderen Pärchen gleich ein und dann ist doch alles gut. Die werden wissen, wie es geht. So, das war mal total easy. Jetzt stehen wir hier schon in Reih und Glied. Der gute Fährhafenmeister hat gesagt, wir sollen einfach mal vorfahren. Das haben wir getan. Er ändert jetzt unser Ticket. In 20 Minuten geht die Fähre. Wir sollen vorfahren. Happy Welcome on Elba. Also das ging geschmeidig, muss man sagen. Und dann freuen wir uns jetzt. Jetzt stehen wir hier, ist schon ganz schön voll. Aber haben einen guten Ausblick. Da kommen Erinnerungen an unsere Bootszeit wieder hoch. Unsere Fähre von Blue Navy hat gerade angelegt. Im Hintergrund seht ihr schon, da fahren die Festlandankömmlinge von der Fähre runter. Heißt, kann für uns nicht mehr so lange dauern, bis es losgeht. Wir haben hier alle Schotten dicht gemacht, alle Fenster hinten verdunkelt und alles weggeräumt, was wir so hier liegen haben. Hier vorne im Fahrerhaus keine Begehrlichkeiten wecken, auch wenn es nur eine Stunde ist. Der Check-in läuft. Unsere Fähre ist angekommen. Umbuchung scheint wohl gut funktioniert zu haben. Und wir orientieren uns jetzt einfach mal an dem Camper vor uns. Mit dem haben wir gerade noch ein kleines Pläuschchen gehalten. Ganz nett, haben noch 2, 3 Hinweise zum B-Fahren, also Auffahren und Abfahren der Fähre bekommen. Guck mal, hier kriegen wir schon eine Einweisung. Super. Das funktioniert ja. Soll ich weiterfilmen? Ja, lass mal laufen. Guck mal, ist das der Captain selber? Oh, der Captain. Man weiß es nicht. Naja, die müssen halt wegen hinten fast aufgesetzt. Aber das soll uns ja nicht passieren. Ja, ich brauche hier nicht. Diagonal. Ratter. So, jetzt kriegen wir hier unsere Einweisung, wo wir hin sollen.
Wir fahren einfach mal schön brav hinterher, das wird schon passen. Wir sind schon am drauffahren und rechts wird noch runtergefahren von der Fähre. Das ist ja witzig hier. Aber eigentlich nichts anderes wie Bodenseefähre, wo wir waren, ne? Nein. Da haben wir innen drin auch nicht so viel gesehen, aber da war die Überfahrt auch nur irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde. Musst du hier Ne? mit der Höhe mal aufpassen, ne? Ja, gut, das ist richtig. Wir fahren mal noch ein Stückchen, so aber die Türen hier gleich noch aufkriegen. Die Motorräder stehen schon da. War's das? Nee, der fährt auch noch ein Stückchen nach vorne. Naja, hier wird um jeden Zentimeter gefeilscht, glaube ich. Ich mach jetzt Ich mal aus. kann ne? nicht noch, der hat einen Fahrradträger dran. Ich mach aus, ja? Ja, ja. Bis auf den letzten Zentimeter. So, wir sind ausgestiegen und gehen jetzt mal hoch. Ja, näher komme ich meinem Dach dann so schnell auch nicht wieder. Das ist ja schon mal super. Mächtig was los hier. Hier aus dem Hafen fährt die Torema, Nobby und Blue Navy Fährgesellschaft los. Wir sind auf der Blue Navy. Haben uns hier ein schönes Seitenfensterchen gesucht, so ein Mini-Aussichtsbalkon. Meine beiden Damen, die Alma macht das hervorragend, aber die ist ja auch quasi am Wasser groß geworden. Wir haben abgelegt mit nur 7 Minuten Verzögerung. Das ist ja quasi besser wie alles, was die Deutsche Bahn hinkriegt. Wasser ist schön strahlend blau. Und jetzt haben wir eine Stunde Überfahrt nach Elba vor uns. Da kommt das nächste Pendelschiff, die nächste Pendelfähre von der Torema schon wieder zurück ans Festland. Die pendeln hier, glaube ich, stündlich. Klar, die Fahrt dauert eine Stunde, B- und Entladen vielleicht 1,5 Stunden oder sowas. Wird hier hin und her gefahren. Die Fährüberfahrt ist erledigt. Wir konnten zumindest schon mal wieder aufs Fahrzeugdeck. Da steht das gute Stück. Ein bisschen warm, muss man sagen, aber wir sind wieder zurück im Dexter und haben uns gerade abgesprochen, wir fahren jetzt nach Camola auf Elba zu einer Fähr- und Entsorgungsstelle, damit wir nochmal unser Duschwasser, was wir verbraucht haben, auffüllen können, weil wir werden versuchen, die nächsten 4 Tage, die wir auf Elba verbringen, so autark wie möglich zu stehen, und da macht einfach noch mal ein bisschen frisches Wasser und eine leere Chemietoilette durchaus Sinn. So, ansonsten die Überfahrt war gut. Ja. Ne? Warm, aber Warm, ja. war sehr lieb. Genau, lief alles sehr gesittet ab. Alma hat sich schön aufs Deck gelegt, hat da die Ruhe ein bisschen
Stößchen. Die Ruhe genossen und naja gut, ist eine alte Bootsfahrerin, von daher, das war jetzt für uns wenig überraschend, dass sie sich gut benimmt. Besser wie manch, ist egal. Keiner der Hunde hier an Bord irgendwie im Maulkorb, die haben sich alle super benommen. Hier gab es ein bisschen Geschnüffel, aber kein Geknurre, kein nichts. Ganz entspannte Sache, muss man sagen. So, jetzt warten wir darauf, dass vorne das Tor aufgeht, die Fußgänger als erstes, ich glaube dann die Mopedfahrer, dann sind schon die Wohnmobilisten dran und dann die Autofahrer oder wie rum auch immer. Wir werden sehen. Und für die Rückfahrt wissen wir, dass wir uns vor dem Anstellen in irgendeiner Reihe nochmal am Ticketschalter informieren, wo wir uns denn überhaupt anstellen müssen. Aber genau, einreihen müssen. Aber dafür haben wir noch ein paar Tage Zeit. Jetzt genießen wir mal erst die Zeit auf Elba und wir hoffen, ihr seid gerne dabei. So, raus mit uns. Wir dürfen rausfahren. Die Fuhre setzt sich in Bewegung. Eins nach dem anderen. Reißverschlussverfahren irgendwie. Ja, Reißverschlussverfahren, Intelligenztest für Erwachsene. Aber nein, da muss man sich natürlich auch jetzt nochmal hier schön vorbeiquetschen. Ganz großes Kino. Meine Fresse, ey. Oh, mächtig was los hier. Ja, wir fahren jetzt mal langsam und gesittet hier durch, kriegen wir schon hin. Ja. Erstmal sind wir angekommen. Erste Fährfahrt mit dem Dexter. Ich mach die Fenster mal hoch, Klimaanlage läuft. Zack, zack, zack. So, jetzt reihen wir uns mal hier in das Chaos ein. Ja, ja. Vordrängeln, aber dann nicht fahren können. Das sind mir wieder die richtigen. Aber ich will mich gar nicht aufregen. Ich habe nämlich Urlaub. So sieht's aus. Genau. Mal die mit dem Hund rüberlassen. Prego, bitteschön. So, Navi ist an zur Fähr- und Entsorgungsstation. Ist ein Campingplatz oder ein Wohnmobilstellplatz, an dem man auch fähr- und entsorgen kann, ohne da zu stehen. Aber falls der uns gefällt, kann auch sein, dass wir Nach 200 Metern da bleiben. Aber eigentlich ist der Plan anderer. Voll das hier ist. Jo, ja, ja, da werden wir uns in 4 Tagen auch einreihen. Wenn wir schön früh genug da sein. Jo. So, auf Elba. Also ich bin das allererste Mal in meinem Leben auf Elba. Du auch? Ja. Oder Nein, ich war hier noch nie. Also hattest du ein Leben vor meiner Zeit? Nein, Nein, nein. Ja. Hatte ich wirklich nicht. Ja, was frage ich das, als wenn ich das nicht wüsste? Dich quasi direkt aus dem Kindergarten adoptiert. Nein, so früh auch. Ja. Na, Alma, hättest du dir auch nicht denken lassen, ne? Du kleine Prinzessin. Rumänien entführt. Ja. Wo die schon überall rumgekommen ist, das ist einfach Nach 100 unfassbar. Und Metern alles so entspannt mit ihr. Ausfahrt. Viale Zander. Ja, sind wir aus dem Hafengebiet mal erst raus und jetzt müssen wir uns mal hier eben auf Strecke begeben. Das ist nicht weit, halbes Stündchen, 19 Kilometer. Ach, guck mal, Markt, können wir direkt shoppen. Ja, am Arsch die Waldfee. Sorry. Später vielleicht gerne, wollte ich sagen. So ist er. Ja. 19 Kilometer, 32 Nach Minuten. 300 Metern im Kreis. Und dann gucken wir mal, was da abgeht. Alles, was das Herz begehrt. 24. Du machst, was filmst du? Ist ja alles falsch. Guck mal da. Oh Mann, das ist kein Shopping-Kanal hier. Großartig. Ich glaube es nicht. Guck mal, wie riesig das ist. Oh, ich muss mal schneller fahren. Leute. Wow. Da kommst du aber nicht dran vorbei. Das kriege ich schon noch. Doch, da sind wir gleich dran vorbei, weil dann ist der Markt zu Ende. Sind von der Fähre runter und haben auch ziemlich schnell festgestellt, wie grün die Insel Elba ist. Das ist wunderschön. Haben wir von der Fähre aus schon gesehen, aber der Eindruck bestätigt sich jetzt von Meter zu Meter, die wir hier fahren. Strada Provinciale 25 sind wir unterwegs. 7 Kilometer, 13 Minuten haben wir noch. Das ist so eine schöne Schlängelstraße. Und wir kommen gleich mit Sicherheit nochmal an der einen oder anderen Stelle vorbei, wo man einen herrlichen Blick aufs Mittelmeer hat. Und das zeigen wir euch dann natürlich mal ganz gerne. Wir sind angekommen bei der Fähr- und Entsorgungsstation Camper Parking Moreno.
So, das ist die Fähr- und Entsorgung. Hier kann man auch übernachten. Kein Problem mit Anmeldung. Sieht hier so aus, ist jetzt nichts für uns. Aber wer will, ihr kommt von da oben von der Straße rein, fahrt die Straße hier runter und dann habt ihr hier so eine 180-Grad-Kurve, dann ist das okay. Bärbel ist mal eben gerade rein checken. Wir brauchen ja nur unsere Chemietoilette loswerden. Das kann man da hinten. Und Frischwasser ist auch da. Da geht auch nicht viel rein, aber gut, was wir haben, haben wir. Fähr- und Entsorgung inklusive Grauwasser, was wir jetzt nicht haben. Wenn ich das richtig interpretiert habe, kostet hier ein Zehner, wenn man hier nicht übernachtet. Ansonsten ist es Inclu. Ja, da wir aber ja woanders hin wollen, zahlen wir die 10 Euro, haben Frischwasser, unsere Kassette leer. Und dann kann unser Kurzurlaub auf Elba beginnen. So, wir haben keinen angetroffen, der irgendwie für ein Check-in oder was auch immer zuständig ist. Und Bärbel mit Händen und Füßen, halb Englisch, versucht uns hier mal gerade das Ding klar zu machen. Lassen wir uns überraschen. Leider der erste Versuch, die Toilette zu entsorgen und Frischwasser zu bunkern, ist leider gescheitert. Ausgeschrieben waren die Uhrzeiten von 12 bis 19 Uhr. Das hat nicht geklappt. Die haben wohl Mittagspause und sind erst ab halb 4 wieder da. Siesta quasi. Genau. Ja, ich habe kein Problem damit, mich mit Händen und Füßen zu verständigen. Die Dame, die echte Dame, muss ich dazu sagen, war so pfiffig und hat dann direkt ihr, wie sagt man, die App, wie heißt die? Auf jeden Fall ein Übersetzer, ja. Genau das, den hat sie rausgerückt und dann haben wir uns bestens verständigen können. Alle sehr nett hier. Ja gut, wir fahren um halb 4, entweder nachher nochmal hin oder aber dann morgen nochmal. Wir gucken jetzt mal, dass wir den Stellplatz finden, wo wir hin möchten, den wir anvisieren. Und da haben wir noch 23 Kilometer, 38 Minuten Fahrt. Und dann, wir sind jetzt, ja ich sag mal im Norden von der Insel, aber im nordwestlichen Teil und fahren jetzt in den südwestlichen Teil. Schön so eine Serpentinenstrecke hier, die geht gerade hier los. Und dann fahren wir den letzten Teil, ich denke die letzten 10 Kilometer nochmal an so einer kleinen Küstenstraße entlang. Wenn man Google Glauben schenken darf. Und dann freuen wir uns, wenn wir gleich angekommen sind. Wir haben ja keine Not jetzt mit der Fernentsorgung, also von daher alles gut. Das ist halt immer der Vorteil, wenn man es macht, wenn es sich anbietet und nicht, wenn man es muss. Ja. Dann hat man da schon deutlich mehr Flexibilität. Wenn man natürlich immer auf dem letzten Drücker irgendwie unterwegs ist, dann kann so eine Situation auch einfach mal schnell ein bisschen unschön werden oder ungemütlich oder unkomfortabel. Ne? Das handhaben wir mit der Alma natürlich genauso. Wir haben gerade eine wunderschöne Möglichkeit gehabt, hier mal eben ein paar Schritte zu gehen. Die war jetzt so lieb auf der Fähre, haben wir gesagt, komm, hier kann man relativ gut halten. Ich gehe mal eben eine kleine Runde mit ihr. Die Zaubermaus hat dann auch direkt alles erledigt. Ja, das wäre nämlich jetzt ein bisschen schwierig geworden, weil hier nicht so die Möglichkeit war. 2 Meter Breite? Ja. Na, dann schauen wir mal. Wir haben 2,6 Meter. Wollen wir mal hoffen, die nicht päpstlicher als der Papst sind hier. Okay. Und Ja. uns dann an den Engstellen keiner entgegenkommt. Aber das kriegen wir schon hin. Genau. So, liebe Leute, Offroad-Teil für heute auch erledigt. Hier sind wir hergekommen. Hat natürlich wieder links und rechts an der Karosserie gekratzt, aber das kennen wir ja. Hier haben wir einen schönen Ausblick auf das Städtchen. Dörfchen vielmehr. Und ja, dann hier in so eine kleine Einbuchtung stehen wir mit unserem Dexter, bleiben auch hier, denn auf der anderen Seite haben wir minimal Aussicht, minimal. Ist das geil oder ist das geil? So, hier bleiben wir stehen für die Nacht
Haben uns gut hier hingekämpft. Wie gesagt, wieder ein paar Kratzer mehr im Lack. Aber so ist es nun mal. Die Dame wartet schon wieder auf ihr Futter. Wobei eigentlich hat sie das ja schon gekriegt. Aber man kann ja noch auf eine zweite Portion hoffen. Die andere Dame sitzt drin und bereitet uns gerade ein paar Schnittchen vor, weil wir haben jetzt 2:30. Um 7:30 sind wir losgefahren, glaube ich, bei dem anderen Stellplatz. Und ja, sind dann jetzt auch 7 Stunden, guten Stündchen Pause von der Fähre, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier kann man es sehr gut aushalten. Geht ein bisschen Wind. Ihr seht, wir haben die Hecktüre hinten offen. Dann wird der Wagen schön durchlüftet. Und wir hoffen wieder auf eine angenehme Nacht. Aber bis dahin vergehen noch ein paar Stündchen, die wir hier genießen. Das Video zum Abend und zum Abschluss des heutigen YouTube-Videos kommt ausnahmsweise mal nicht aus dem Dexter, sondern, weil es sonst Perlen vor die wäre, von außerhalb. Wir haben uns hier die Markise fertig gemacht. Jetzt haben wir uns hier schon hochgekämpft. Dann wollen wir das auch in vollen Zügen genießen. Ich bin noch ein bisschen schwitzig. Wir haben über 30 Grad. Deswegen war das mit dem Schattenplätzchen gar nicht so schlecht. Und ja, sonst haben wir nicht mehr viel gemacht. Wir haben uns hier hochgekämpft. Ein paar Kratzer im Lack mehr. Kommt das jetzt auch nicht mehr drauf an. Und haben ein bisschen Futter vorbereitet für unsere Dame. Die braucht ja Spezialfutter. Das können wir immer nur 2 Tage im Voraus vorbereiten. Das haben wir heute wieder gemacht. Nebensächlich. Ja, ansonsten werden wir mit Sicherheit noch eine Kleinigkeit trinken. Nichts Alkoholisches, denn das trinken wir ja nicht. Aber wir werden dabei den Ausblick noch ein bisschen genießen und uns einfach freuen, dass wir hier so einen schönen Stellplatz gefunden haben. 1, 2 Gedanken haben wir für die nächsten Tage schon weitergesponnen. Mal gucken, wo es da für uns hingeht. Nehmen wir euch natürlich mit, aber hier nochmal die Aussicht. Unfassbar schön. Und wir dürfen das einfach so zwischendurch genießen. Wir sagen bis zum nächsten Video, sprich nächste Woche. Gehabt euch wohl, lasst euch nicht ärgern und macht das Beste aus der Situation.